Du bist hier mit uns am größten DHL-Express-Drehkreuz der Welt. Und wir haben hier gute Aussichten, nicht nur aufs Vorfeld, sondern eben auch in Sachen Karriere und Berufseinstieg. Hallo, ich bin Britta, ich bin Managerin Vocational Training. Seit 2007 arbeite ich hier für das DHL-Drehkreuz in Leipzig. Ich bin verantwortlich für alle Azubis und Studis hier. Ja, hallo, mein Name ist Thomas. Ich bin Teamleiter für die kaufmännischen Ausbildungsberufe und für die dualen Studiengänge bei uns im Haus. Und ich bin mittlerweile schon seit über 15 Jahren im Unternehmen. Ich gebe dir heute Tipps für deine erfolgreiche Bewerbung um einen Ausbildungsplatz bei uns im Betrieb. Ja, und ich erzähle dir heute, worauf man achten muss, wenn du dich bei uns um einen dualen Studienplatz bewerben möchtest. Wir bilden in verschiedenen Berufen aus, in 4 großen Richtungen. Wir haben logistische Berufe, kaufmännische Berufe, technische Berufe und auch einen Sicherheitsberuf. Ja, und zudem bieten wir auch duale Studiengänge an, zum einen im logistischen Bereich, aber auch im Bereich Wirtschaft und Technik. Wenn du mehr wissen möchtest über unsere Angebote für Ausbildung und Studium, dann schau doch einfach auf anpacken-dhl.de. Eine Ausbildung oder ein duales Studium bei uns am Drehkreuz Leipzig macht besonders, dass wir am Flughafen sind. Jeder Tag ist neu, jeden Tag gibt es neue Herausforderungen in einem wirklich spannenden Umfeld. Die Arbeit mit den Flugzeugen oder direkt an den Flugzeugen macht jeden Arbeitstag sehr besonders. Das muss man sich mal vorstellen. Und natürlich ganz cool, internationales Umfeld. Bevor du dich bei uns bewirbst, geh bitte sicher, ob der Ausbildungsberuf, für den du dich entschieden hast, auch wirklich der richtige für dich ist. Und nimm zum Beispiel an Berufsorientierungsveranstaltungen an deiner Schule teil. Geh zu Ausbildungsmessen, wo du übrigens auch uns findest und wir beraten dich auch sehr gern. Oder geh einfach mal zur Agentur für Arbeit, auch dort kannst du beraten werden. Noch ein Tipp für unsere Studis, die sich für einen dualen Studiengang bei uns interessieren. Geht auch ganz einfach mal auf die Homepage der jeweiligen BA oder Hochschule. Bevor du deine Bewerbung schreibst, solltest du dich richtig gut aufschlauen. Du solltest wissen, was wir hier am DHL-Drehkreuz Leipzig tun. Es gibt ganz viele tolle Videoangebote auf unseren Social-Media-Kanälen und dort findest du zum Beispiel auch Filme, die unsere Azubis und Studis über ihre Ausbildung gedreht haben. Natürlich erwarten wir von dir eine vollständige Bewerbung. Dazu hast du sicherlich schon das eine oder andere gehört, gelesen, vielleicht auch in der Schule. Ansonsten schaust du da einfach nochmal im Internet nach. Aber was uns viel wichtiger ist, das ist eigentlich deine Persönlichkeit. Wer bist du? Wenn du weißt, was wir hier am DHL-Drehkreuz Leipzig machen und sagen kannst, was du hier machen möchtest mit uns zusammen, dann bist du genau auf der richtigen Spur. Da geht es um dich, um deine Persönlichkeit, deinen Charakter, deine Motivation. Ja, Britta, Motivation, das ist wirklich ein sehr guter Punkt. Wir suchen junge Leute, die bei uns ihre Ausbildung oder ein duales Studium machen möchten, die motiviert sind. Noten sind wichtig, gar keine Frage, aber Noten sind halt auch nicht alles. Wir suchen ein Komplettpaket, ja, und das muss stimmen. Wenn du dich für eine Ausbildung bei uns interessierst, dann bleib hier einfach dran. Ich erzähle dir gleich mehr dazu. Ja, wenn du dich aber für ein duales Studium interessieren solltest, dann kannst du gern die Kapitelfunktion benutzen und einfach vorspringen. Dann hörst du mehr dazu. Wie sieht der Bewerbungsprozess für Azubis aus? Wenn du dich bei uns bewirbst, machst du das online. Wir schauen uns deine Bewerbungsunterlagen an. Wenn die gut sind, bekommst du von uns einen Link zu einem Online-Test. Den machst du dann zu Hause. Wenn das Ergebnis da ist, schauen wir uns das wieder an. Wenn es gut ist, geht es ins Vorstellungsgespräch weiter und dann kannst du dann zeigen, was du kannst und wer du bist. Wir freuen uns drauf. Bevor du zum Vorstellungsgespräch zu uns kommst, solltest du dich richtig gut vorbereiten. Dazu gehört, die Bewerbung rauszunehmen, nochmal zu schauen, was steht da überhaupt drin und auch nochmal genau drüber nachzudenken, wo gehe ich da hin, was macht die Firma und was möchte ich denn da bewegen. Vielleicht noch einen Blick in den Kleiderschrank, dass du angemessen gekleidet kommst. Wir können mit legerer Kleidung sehr gut umgehen. Also brauchst du nicht unbedingt einen Anzug anzuziehen. Und es ist immer empfehlenswert, die Anreise nochmal zu planen. Such die Adresse raus und schau, wo du dahin musst, damit du nicht zu spät kommst. Du solltest auch für dich ein paar Fragen vorbereiten, die du an uns stellst. Alles, was du nicht aus dem Internet, aus dem Bewerbungsprozess rausholen konntest, damit wir gleich im Gespräch diese dann auch beantworten können. Ja, und wenn das Gespräch gut ausgeht, dafür drücken wir natürlich die Daumen. Dann gibt es auch im Nachgang eine Zusage. Und dann gratulieren wir recht herzlich und freuen uns, dass wir dich künftig im Team haben. In deinem Lebenslauf gibt es 2 besonders spannende Rubriken. Die erste
Sprachkenntnisse. Und die zweite, Hobbys. Was schreibt man da bloß hin? Entweder hast du für deine Bewerbung einen aktuellen Sprachtest, dann bist du an dieser Stelle fein raus. Einfach die Kopie vom Zertifikat mit in deine Bewerbung tun und dann ist das schon erledigt. Was tun, wenn du das nicht hast? Du schreibst einfach zum Beispiel Englisch, verstehen, sehr gut, lesen, sehr gut, schreiben, gut, sprechen, sehr gut. Dann wissen wir auch, wie gut du Englisch kannst. Die Rubrik Hobbys, die ist sehr interessant für uns. Wenn du da darstellst, was du in deiner Freizeit machst, dann schau immer, wo es gute Verbindungen gibt. Wenn du dich zum Beispiel bewirbst als Fachkraft für Schutz und Sicherheit und bist schon jahrelang bei einer freiwilligen Feuerwehr, dann sollte das unbedingt auch in der Rubrik Hobbys stehen. Oder wenn du Fußball spielst, zum Beispiel schon in der Liga und auch Pokale gewonnen hast, dann schreib das doch einfach mit rein und setz nicht nur das Wort Fußball in diese Rubrik. Also jeder sollte natürlich seinen eigenen Lebenslauf besonders gut kennen. Ich denke, das kriegst du hin, oder? Dann informier dich gut, was wir hier machen. Wir werden bestimmt danach fragen. Wir werden dich auch fragen, wo du genau recherchiert hast. Und wir möchten natürlich auch von dir wissen, warum du unbedingt hierher möchtest und was dich mit unserem Business verbindet. Wenn du dich bei uns für ein duales Studium bewirbst, läuft der Auswahlprozess wie folgt. Wir sichten als erstes die Bewerbungsunterlagen. Dort schauen wir, ob die grundlegenden Qualifikationen für das Studium ausreichend sind. Als nächstes bekommst du eine Einladung zu einem Test. Das ist ein Online-Test, den machst du ganz bequem am Rechner. Der geht ungefähr so 100 bis 120 Minuten. Die groben Inhalte sind Deutsch, Mathe, Englisch. Dann natürlich gucken wir ein bisschen auf die Persönlichkeitseigenschaften und so allgemein die Einstellung zum Leben, Einstellung zur Arbeit. Nach dem Test, beziehungsweise wenn du den Test erfolgreich absolviert hast, wirst du zu einem Assessment Center eingeladen. Nach dem Assessment Center erfährst du relativ zeitnah, ob du bei uns als dualer Studi am DHL Drehkreuz Leipzig starten kannst. Ja, jetzt bekommst du noch ein paar wichtige Informationen zum Assessment Center. Das Assessment Center geht einen ganzen Tag und findet bei uns im Unternehmen statt. An diesem Tag schauen wir, wie gut du dich zum Beispiel in Gruppenarbeiten schlägst. Ja, ein anderer Punkt ist zum Beispiel ein echt cooles Escape Game. Lass dich überraschen. Du brauchst dich nicht besonders auf diesen Tag vorzubereiten. Sei einfach du selbst und zeig, was du kannst. Das Vorstellungsgespräch findet im Rahmen des Assessment Centers statt. Ich kann dir natürlich jetzt nicht Details zu den Fragen nennen, aber als kleinen Tipp, bitte beschäftige dich im Vorfeld mit uns als Unternehmen und auch mit dem Studiengang. Das kann dir an diesem Tag wirklich helfen. Eine Bewerbung sieht bei uns so aus, dass du dich bei uns online bewirbst. Nutze einfach www.anpacken-dhl.de und lade deine kompletten Unterlagen hoch. Das geht ganz einfach und ist wirklich auch schnell gemacht. Des Weiteren bitte vergiss keine Teilnahmezertifikate oder Zeugnisse von Praktika. Bitte achte auf ein angemessenes Foto und achte auf eine seriöse E-Mail-Adresse. Hallo, ich bin Lucienne, ich bin 25 Jahre und ich mache eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement am DHL Drehkreuz in Leipzig. Ich habe mich für diese Ausbildung entschieden, weil ich gerne mit Menschen zusammenarbeite, gerne am Rechner arbeite und sehr gerne Dinge organisiere. Ich habe mich zuerst auf anpacken-dhl.de beworben und habe dann relativ schnell die Zugangsdaten für den Online-Test vom Recruiting-Team erhalten. Diesen Test habe ich dann am gleichen Tag online am PC absolviert und habe dann nach kurzer Zeit eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen. Zu diesem Gespräch habe ich meine Ausbilder kennengelernt und habe auch meine Zuverlässigkeitsüberprüfung mitgebracht, damit diese gleich eingereicht werden kann. Ich war sehr aufgeregt zu diesem Gespräch, aber meine Aufregung wurde mir sehr schnell genommen und nach 2 Tagen habe ich auch schon die Zusage erhalten. Ich habe mich während der Bewerbungsphase sehr, sehr gut betreut gefühlt, denn ich konnte zu jeder Zeit via Telefon oder Mail meine Fragen stellen. Vor meinem eigentlichen Ausbildungsstart wurde ich zu mehreren Kennenlern-Events eingeladen, bei denen ich meine Mit-Azubis und meine Ausbilder kennenlernen durfte. Als Tipp würde ich dir mitgeben, dass du dich darüber informierst, was wir hier am DHL Drehkreuz in Leipzig machen und was den Ausbildungsberuf ausmacht. Wenn deine Bewerbung bei uns eingeht, dann werden wir recht schnell aktiv werden. Das geht also recht zügig. Wir brauchen dafür nicht Monate, wir sind ja bei Express. Aber es gibt ein paar formale Punkte, die man noch beachten muss. Was passiert nach einer Zusage? Britta hat gerade schon angedeutet, wir müssen da ein paar Formalien beachten. Zum einen ist das die Zuverlässigkeitsüberprüfung nach Luftsicherheitsgesetz, kurz ZÜB. Dazu gab es schon mal ein separates Video, schaut gerne mal rein. Diese Überprüfung ist notwendig, damit man hier bei uns am Flughafen arbeiten oder eine Ausbildung machen kann.
Der nächste Punkt ist die Zustimmung unseres Betriebsrates und zu guter Letzt gehört natürlich auch eine betriebsärztliche Untersuchung dazu. Hier wird sichergestellt, dass du für die Ausbildung, die du bei uns absolvieren möchtest, gesundheitlich auch geeignet bist. Der allererste Tag nach deinem Start, der ist was ganz Besonderes. Da wirst du dich auch ziemlich lang dran erinnern können. Denn wir eröffnen sehr feierlich bei uns hier im Betrieb das neue Ausbildungs- und Studienjahr. Ja, aber Britta, gefeiert wird nicht lange, denn schon am zweiten Tag startet das Einarbeitungstraining. Hier werdet ihr mit euren zuständigen Ausbilderinnen und Ausbildern direkt in Schulungen und Trainings gehen und werdet so fit gemacht für den Start bei uns und den Einsatz in den verschiedenen Fachbereichen. An dieser Stelle hast du jetzt erstmal alle wichtigen Informationen, die du rund um das Thema Bewerbung und Start hier bei uns im DHL Drehkreuz Leipzig brauchst. Aber wir haben noch coole Dinge für dich. Alle, die eine Zusage bekommen, bekommen von uns auch diesen Flyer hier. Und der ist die Eintrittskarte für eine Hub-Schnuppertour, bevor es hier überhaupt an den Start geht. Gern für dich, gern in Begleitung. Du wirst eine E-Mail dazu bekommen und dann sehen wir uns auf der Tour. Außerdem machen wir ein Kennenlerntreffen für alle neuen Azubis und Studis. Und das ist ein großes gemeinsames Grillen. Und auch da haben wir regelmäßig viel Spaß. Und es gibt natürlich auch was zu essen. Ja. Natürlich. Und jetzt hier zum Schluss haben wir noch unsere Box und da gucken wir mal, wo die beliebtesten Fragen zum Bewerbungsprozess drin sind. Thomas, geht an dich. Okay. Wer beantwortet mir spezielle Fragen rund um das Thema Ausbildung und duales Studium? Hier blenden wir gern die Kontaktdaten von unserem Ausbildungsteam ein. Kontaktiere uns, wir beraten dich gern. So, nächste Frage. Ab wann kann man sich für einen Ausbildungs- und Studienplatz am DHL Drehkreuz Leipzig bewerben? Man kann sich immer ab September für einen Start im Folgejahr bewerben. Das wäre bei den Auszubildenden in der Regel im August und bei den Studis in der Regel im Oktober. Okay, eine Frage für mich. Wo findet man die aktuellen Angebote für Ausbildung und dualen Studium am DHL Drehkreuz Leipzig? www.anpacken-dhl.de. Dort findet ihr alle Infos rund um die Ausbildung bei uns. Und meine Frage lautet, bis wann sollte ich mich beworben haben, damit ich im Folgejahr mit meiner Ausbildung oder meinem Studium starten kann? Zögere da doch bitte nicht bis zum letzten Moment. Wenn du dir so eine Deadline einprägst, 28. Februar, dann wäre das für uns ganz komfortabel, dann bekommen wir das bis zum Start gut hin. Eine Bewerbung auf den letzten Drücker ist nie so gut. Je eher du dich bewirbst, desto besser für dich und für uns. Hast du noch Fragen? Dann schreib diese gerne in die Kommentare. Wir beantworten dir sie gern. Wenn du noch mehr Videos anschauen möchtest, dann findest du natürlich eine tolle Playlist hier von uns auch. Und da kannst du dir richtig nochmal einen Eindruck von unserem Betrieb hier auch verschaffen. Wenn du mehr wissen möchtest über unsere Angebote für Ausbildung und Studium, dann schau doch einfach auf anpacken-dhl.de.